Einen wundervollen guten Tag, ihr kleinen Cheater, und willkommen zurück. Heute wollen wir ein kleines Plugin schreiben, das zur Begrüßung, wenn jemand auf den Server kommt, ein Item-Stack ins Inventar dieses Spiel legt. Und ja, dieser Spieler bekommt dann von uns was Cooles, und zwar Diamant. Und zwar viel, ja. Also schon nicht übel, würde ich sagen. Und das machen wir folgendermaßen. Beachtet hier, wir sind in dem Join-Event, dem Player-Join-Event. Das heißt, wir können auch auf den Spieler über Event.Player zugreifen. Wir können das aber auch überall anders machen, über dieses 4P in Players, wenn wir einfach alle Online-Spieler des Servers abrufen. Dann können wir die durchiterieren und können dann auch ihre Inventare ändern, über einfach P. Punkt und dann eben das, was wir jetzt gleich machen. Das heißt, es ist nicht nur möglich in diesem Join-Event, sondern das könnt ihr überall machen, wo ihr wollt. Ihr könnt das sogar periodisch durchführen, quasi alle 2 Sekunden 64 Diamant geben oder sowas. All das ist möglich. Wir machen das jetzt allerdings hier drin. Das ist, denke ich mal, genug. Das heißt, wenn der Spieler auf den Server kommt, dann bekommt er einen Stack Diamanten. Okay, das machen wir folgendermaßen. Wir haben schon unseren Player. Das heißt, wir nennen ihn einfach mal P für Player. Und ja, wir müssen ihn definieren als var. Und den kriegen wir in dem Event über Event.Player. Wie gesagt, das war gerade das, was ich meinte. Ihr könnt auch einfach durchiterieren durch alle verfügbaren Online-Spieler. Ihr könnt sogar die Offline-Spieler nehmen, rein theoretisch, wenn ihr wollt. Gut. Jetzt könnt ihr das Inventar des Spielers auf das Inventar des Spielers zugreifen, indem ihr euch ein Inventar oder das Inventar quasi holt. Das heißt, ich nenne das Ding jetzt einfach mal Inventar, ist gleich. Und das macht ihr über den Spieler, Punkt. Und jetzt könnt ihr hier einfach das Inventory abgreifen, also Punkt Inventory. Das heißt, ihr habt das komplette Inventar, ja. So. Und daraus könnt ihr jetzt Item-Stacks herleiten quasi. Also erstmal könnt ihr einfach Item-Stacks erzeugen, ja, aus dem Nichts. Ihr seid quasi Gott auf diesem Server, okay. Das heißt, ihr könnt da einfach alles machen und zum Beispiel auch Diamanten aus dem Nichts erzeugen. Das heißt, wir erzeugen jetzt einen Stack Diamanten, klein und mit var vorne dran, var Stack ist gleich. So, und das machen wir über einen Item-Stack. Item-Stack. Und als erstes machen wir mal einfach nur Klammer, Klammer. Jetzt müssen wir den nämlich noch importieren. Ah, ist schon importiert? Oh, das ist aber praktisch. Wie haben wir denn das gemacht? Also ihr braucht, falls ihr es noch nicht importiert habt, braucht ihr org.bucket inventory item stack, okay? So, und ja, dort können wir einfach jetzt das Material auswählen, das wir wollen. Das heißt, wir gehen her und nehmen Material, Punkt. Und jetzt können wir, nein, nicht Punkt Cake. Jetzt können wir alles auswählen, was wir wollen. Also wir können ja, die ganzen Bäume, alles aus den Bäumen machen, also Boote, Buttons, Door, Fence Gate, Leaves und so weiter und so fort, können wir alles generieren. Wir können natürlich auch Luft generieren, wenn wir das wollen, ja. Wir können Pfeile generieren, wir können einen Schießstand generieren, wir können Bambus generieren, wir können alles bauen einfach, ja. Also ihr könnt da mal durchscrollen, das ist wirklich sehr, sehr viel, was es da an Items gibt. Das sind Legacy-Items, die mit dem durchgestrichen, die nicht benutzen, die braucht man nicht mehr, die funktionieren nicht. Die gibt es oben alternativ und zwar viel, viel besser, ja. So. Was wir jetzt hier machen ist, wir schauen mal, was es bei Diamond gibt. Wir können einfach mal, was nehmen wir denn? Ja, wir nehmen einfach mal ganz normales Diamant und davon müssen wir noch die Anzahl angeben und zwar sagen wir, davon wollen wir gerne 64 haben, ja. So, und jetzt können wir Folgendes machen, wir können natürlich das Inventar überprüfen, ob irgendwas drin ist. Das heißt, wir sagen hier var stack, nee, das machen wir nicht hier drin. Jetzt sagen wir einfach, wir fügen diesen Stack hier dem Inventar hinzu. Das heißt, Inventar.add-item. Und dort können wir jetzt einfach den Stack ablegen quasi. Das ist hinzufügen ins Inventar im Endeffekt. Und schon hat unser Spieler 64 Diamanten bekommen. So, und wir können natürlich auch überprüfen, ob der Spieler solch einen Stack hat. Ja? Also genau 64 Diamanten auf einem Stack. Das ist wirklich nur genau diese Überprüfung. Wenn ihr nur einen Diamanten habt, dann funktioniert das nicht. Oder, ups, das war nicht geplant. Genau. Und ansonsten eben, ja, das könnt ihr machen, indem ihr hier tatsächlich sagt, Inventar.contains und dann da drin zum Beispiel den Stack verwenden. Was natürlich hier jetzt unnötig ist, weil wir gerade diesen Stack hinzugefügt haben. Also natürlich ist dieser Stack mit 64 Diamanten im Inventar des Spielers. Aber ja,
wenn ihr irgendwann mal was überprüfen wollt, baut euch einen Stack zum Beispiel mit 2 Holztüren oder sowas und dann überprüft ihr das mit Contains, okay? Das funktioniert genauso. So, und wir senden jetzt dem Spieler natürlich noch eine nette Nachricht, Send Message. Herzlichen Glückwunsch und willkommen auf dem Server. Wir sind heute sehr generös, würde ich mal so behaupten. Und ja, jetzt müssen wir das Ding natürlich noch kompilieren. So, na komm. Dauert ein bisschen. Okay, und dann natürlich rüber kopieren von Libs in Plugins. Den Server starten. So, und wenn der Server läuft und euer Minecraft Launcher auch läuft, dann joinen wir natürlich diesem Server. Achtet darauf, ich habe quasi noch nichts gemacht auf dem Server, okay? Also da kann es sein, dass vielleicht, weiß nicht, ein Dreck da ist. Und jetzt sehen wir hier gerade, has made the advancement diamonds, ja? Und wir sehen auch hier oben, herzlichen Glückwunsch und willkommen auf dem Server. Und ja, jetzt sehen wir hier unten auch, dass wir hier 64 Diamanten haben. Ja, wunderschön. Und wir haben im Endeffekt alles gemacht, was wir wollten, ja? Das heißt, ja, im Endeffekt habt ihr jetzt quasi gratis einen vollen Stack mit Diamanten bekommen. Wuhu! Und so funktioniert das im Endeffekt. Also ihr könnt da Sachen ins Inventar ablegen und natürlich auch aus dem Inventar entfernen. Das geht selbstverständlich auch. Das könnt ihr machen mit Inventar.remove. Ja? Dann könnt ihr hier einfach sagen, dass ihr einen Item-Stack entfernen wollt. Also wie gesagt, dieser Item-Stack hier, der existiert eigentlich so nicht. Das ist einfach nur quasi ein Stack, eine Vorstellung eines Stacks mit 64 Diamanten. Ihr könnt dann sagen, ich möchte genau so einen Stack dem Inventar hinzufügen, ich möchte genauso überprüfen, ob das Inventar genau solch einen Stack enthält oder ich möchte genauso einen Stack entfernen, ja. Aber dieser Stack hier ist im Endeffekt nicht wirklich existent erstmal, sondern quasi erstmal so, ihr seid Gott und ihr zaubert den quasi gerade erstmal her, okay? Also er existiert noch nicht. Wenn ihr ihn ins Inventar legt, dann existiert er. Gut, ja, und das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen mal wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.